Seid gegrüßt, ihr Helden. Seit dem 28.09.2018 kann man sich bei der Klassenwahl in Shakes and Fidget für den Kampfmagier entscheiden. Und was diesen arkanen Kometenwerfer so ausmacht, das machen wir jetzt in diesem Video. Und falls euch solche Tutorials gefallen, lasst uns gerne einen Daumen da und drückt mal auf den Abo-Button. Let's go! Kampfmagier haben einen Ausdauermultiplikator von mal 5 und können somit sehr viel im Kampf aushalten. Und nur zum Vergleich, sie haben denselben Ausdauermultiplikator wie ein Krieger und das heißt schon was. Sie tragen leichte Rüstung in Kombination mit einer Kette, einem Ring und einem Talisman. Und um sich komplett auszurüsten, braucht man 9 Gegenstände mit jeweils einem Sockel für einen Edelstein. Der Edelstein eurer Waffe wird wie bei den meisten anderen Klassen auch mit 2 multipliziert. Und lasst euch von der leichten Rüstung nicht verwirren, denn auch wenn die einzelnen Rüstungsteile nicht so hohe Rüstungswerte haben, sorgt der 500%ige Rüstungsfaktor beim Kampfmagier für das richtige Balancing. Und so kann wieder richtig schön getankt werden. Des Weiteren kann jeder eurer Ausrüstungsgegenstände ab Level 90 beim Schmied verbessert werden und sobald ihr 1000 Runen im Arena Manager erspielt habt, auch eine Rune tragen. Gleiches gilt natürlich auch für die Verzauberung der Hexe, sofern ihr diese ab Level 66 freigeschaltet habt. Kampfmagier haben nicht nur unglaublich viel Lebensenergie, sondern ihre Schadensreduktion liegt auch bei 50%. Und nur zur Erklärung, die Prozentzahl der Schadensreduktion entsteht aus den Rüstungswerten eurer Gegenstände. Diese erhöhen eure Schadensreduktion im besten Fall bis zu dem jeweiligen Maximalwert einer Klasse. Im Allgemeinen kann man sagen, je höher eure Rüstung und somit auch eure Schadensreduktion, desto weniger Schaden erleidet ihr im Kampf. Bevor wir jetzt zu den Fähigkeiten kommen, müssen wir mal kurz darüber reden, wie Kampfmagier eigentlich kämpfen. Und das tun sie mit Nahkampfwaffen. Diese besitzen immer die gleiche Menge an Attributen wie eure anderen Ausrüstungsgegenstände und kosten im Fall einer Zerlegung beim Schmied einen Zerlegungspunkt. Der Kampfmagier ist einer der wenigen Klassen, die vom sogenannten Klassenbonus profitieren. Dieser liegt bei 11,11% und wird anhand der Summe deiner Attribute auf allen Gegenständen inklusive Edelstein und Verbesserungen berechnet. Dieser Bonus boostet eure Stärke, eure Ausdauer und zu guter Letzt euer Glücksattribut. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Fähigkeiten eines Kampfmagiers. Denn wie ich eben schon angeteasert habe, können sie mit einem arkanen Panzerhandschuh magische Energien bündeln, um einen arkanen Kometen zu Beginn des Kampfes auf ihre Gegner zu feuern. Die Stärke des arkanen Kometen ist abhängig von der Lebensenergie des Kampfmagiers, sowie auch von der Klasse eures Gegners. Der dadurch resultierende Schaden beträgt niemals mehr als 33% der Lebensenergie eures Gegners. Und um das jetzt nochmal ein bisschen klarer zu machen, nehmen wir doch mal die ganze Thematik einmal unter die Lupe. Feuert ein Kampfmagier seinen Kometen zu Beginn des Kampfes auf einen Baden, dann liegt der erwartete Schaden bei 10% von eurer eigenen Lebensenergie. Trifft der Komet auf einen Kundschafter, Assassinen, Berserker, Dämonenjäger oder Nekromanten, dann liegt er bei 20%. Schlägt er bei einem Krieger, Kampfmagier oder Druiden ein, dann liegt der Schaden bei 25% von eurer Lebensenergie. Und begegnet ihr einem Paladin, dann macht der Komet ganze 30% Schaden. Steht ihr einem Magier gegenüber, dann passiert gar nichts, denn Magier ignorieren eure Fähigkeit. Insgesamt haben Kampfmagier eine maximale Chance für kritische Treffer von maximal 50%. Diese skaliert allerdings mit der Höhe eures Glücksattributes. Kampfmagier verfügen über das Hauptattribut Stärke und auf dieses solltet ihr zusammen mit eurer Ausdauer den Fokus legen. Euer Hauptattribut ist einer der wichtigsten Faktoren für euren Schaden und eure Ausdauer sorgt dafür, dass eure Lebensenergie steigt. Eure optimale Trankwahl beruht ebenfalls auf diesen beiden Attributen. Damit ihr mit eurer Klasse den größtmöglichen Erfolg erzielen könnt, trinkt ihr am besten einen Stärketrank, um euer Hauptattribut zu boosten, einen Ausdauertrank, um euren Ausdauerwert voranzutreiben und einen Trank des ewigen Lebens für eure Lebensenergie. Dieser boostet zusätzlich um 25%. Jetzt müssen wir noch über die Größe eurer Tränke sprechen und dazu muss man wissen, dass ihr zu Beginn eurer Reise im Zauberladen kleine Tränke finden könnt. Diese boosten euren jeweiligen Wert um 10%. Ab Level 15 gibt es dann 15% Tränke und habt ihr Level 32 erreicht, solltet ihr große Hauptattribut- und Ausdauertränke trinken, denn diese geben euch 25%. Bei eurer Skillung können Intelligenz und Geschick sekundär behandelt werden, da wir hier von sogenannten Nebenattributen sprechen. Diese helfen euch im Kampf gegen Klassen, die dieses Attribut als Hauptattribut haben. Heißt, euer Geschicksattribut hilft euch im Kampf gegen Kundschafter und euer Intelligenzattribut zum Beispiel im Kampf gegen Magier. Ein weiteres Attribut, was ihr nebensächlich behandeln solltet, ist euer Glückswert. So, jetzt kommen wir aber mal
mal zum Fazit. Zuerst kann man sagen, dass der Kampfmagier die Klasse in Shakes and Fidget ist, dessen Kampfverhalten eine sehr niedrige Volatilität aufweist. Das heißt, es gibt keine großen Schwankungen oder Sprünge, sondern du kriegst genau das, was die Kampfkraft deines Kampfmagiers abzeichnet. Es gibt sehr viele Klassen, die mit sehr viel RNG arbeiten und somit über ihre Kampfkraft hinaussteigen können. Und genau das gibt es beim Kampfmagier eben nicht. Das hat zur Folge, dass er sehr stark im Player vs. Player, also im PvP-Bereich ist, weil er konstant Gegner besiegt. Dieses konstante Verhalten ist allerdings im PvE-Bereich des Spiels, also in den Dungeons, eher ein Nachteil, weil du natürlich nie über deine eigene Kampfkraft hinaussteigen kannst. Insgesamt kann man sagen, man ist also gemütlicher unterwegs, weil man einfach einen langsamen Progress macht. Außer man hilft natürlich selbst ein wenig nach. So Leute, das war's mit dem Video zum Kampfmagier. Falls euch solche Videos gefallen, lasst dem Video gerne mal einen Daumen hoch da und drückt auf den Abo-Button und ich würde sagen, wir sehen uns bald hier auf diesem Kanal. Macht es gut. Ciao, ciao.